In vielen Ländern ist der Besitz einer Immobilie ein absolutes Statussymbol. Kinmen ist da keine Ausnahme, sogar eher ein Extremfall. Einige wohlhabende Kinmenesen haben vor einigen Jahren mit den sogenannten Western-Style-Buildings sich nicht nur selber ein Denkmal gesetzt, sondern die Insel auch um eine sehr wichtige Touristenattraktion bereichert. Heute sprechen wir über die sogenannten Young Low, die westlichen Gebäude und ihre Rolle in der Geschichte Kinmens. Hallo und willkommen zurück zum Traveling Kunst Podcast über Kinmen, das vergessene Fenster Taiwans. Heute sprechen wir über eine wichtige Hauptattraktion der Insel, die sogenannten Western Style Buildings. Diese Häuser gibt es in dieser Form nur auf Kinmen, ein wirklich spannendes Thema. Es zeigt uns einerseits mehr über die Geschichte der Insel, es zeigt uns aber auch, wie die Insulaner selbst so ticken. Ich habe mich von dem Begriff Western Style am Anfang etwas in die Irre führen lassen, denn keines dieser Gebäude gleicht dem anderen. Gemeint sind Häuser oder ganze Gebäudekomplexe, die von Kinmenesen errichtet oder zumindest finanziert wurden, die im Ausland lebten. Westlich bezieht sich darauf auf den Einfluss der kolonialen Architektur, welche das Erscheinungsbild dieser Bauwerke prägt. Damit man als Kinmenese Geld aus dem Ausland senden kann, muss man die Insel natürlich erstmal verlassen und Geld im Ausland verdienen. Ab etwa 1850 verließen viele junge Kinmenesen ihre Heimat und suchten Arbeit in der Ferne. In Ländern wie Malaysia, Japan, Singapur und auf den Philippinen oder auch in Indonesien und anderen Regionen Ostasiens suchten sie ihr Glück. Dort wurden Arbeitskräfte gesucht, besonders in den Häfen und in der Industrie. Viele begannen als Tagelöhner oder Kulis und eben Hilfsarbeiter. Das sind alles keine Traumjobs, aber auf Kinmen gab es eben nicht wirklich viel bessere Alternativen. Viele Menschen hofften, dass sie durch die Arbeit im Ausland den Lebensstandard ihrer Familien auf Kinmen verbessern können. Im Zuge der Industrialisierung und der kolonialen Expansion versprachen sich eben viele Kinmenesen im Ausland bessere Chancen. Doch oft erfüllt sich dieser Traum nicht wirklich. Es gibt auf Kinmen ein altes Sprichwort, das da heißt: 10 verließen die Insel, 6 starben, 3 blieben und einer kehrte zurück. Das klingt sehr hart, weil es waren wirklich sehr harte Zeiten. Und doch schafften es einige wenige Insulaner im Ausland zu Wohlstand zu kommen. Auch wenn viele von ihnen nicht dauerhaft nach Kinmen zurückgekehrt sind, investierten sie ihr Geld in den Bau von prachtvollen Häusern oder ganzen Siedlungen auf der Insel. Heute gibt es offiziell 161 Western-Style Buildings auf Kinmen, die aber in sehr unterschiedlichem Zustand sind. Und die Architektur ist eben sehr unterschiedlich. Einige der Western-Style-Buildings lehnen sich sehr stark am traditionellen Minnan-Stil der Region an. Andere haben aber einen starken Einfluss der lokalen Architektur aus dem Land, in dem eben der Besitzer lebte. Deshalb wirken die Gebäude aus lokaler Sicht, aus Sicht der Kinmenesen, westlich und damit ist eben der koloniale Einfluss gemeint. Jetzt gab es natürlich viele Kolonialmächte, die in Asien um Einfluss buhlten und dementsprechend ist es schwierig, eine einheitliche Definition zu finden, was denn jetzt wirklich dieser westliche koloniale Stil ist. Ich bin zudem kein Architekturexperte und ich habe mir überlegt, das Beste wäre wahrscheinlich, dass ich euch einfach mal ein paar Beispiele zeige und das habe ich auch vor in dieser Folge. Wenn ihr nach Kinmen kommt, könnt ihr diese Orte auf eure To-Do-Liste setzen oder ihr hört einfach zu und erfahrt mehr über dieses faszinierende Stück Inselgeschichte. Wenn ihr mehr Bildmaterial wollt, ich habe zudem ein eigenes Video zu den Western Style Buildings, natürlich auf Englisch, aber mit deutschen Untertiteln und wesentlich besserer Bildqualität.
Ich möchte mit 3 praktischen Beispielen anfangen, denn wenn du nach Kinmen reist, kannst du in einem Western-Style-Building übernachten. Einige der Western-Style-Buildings wurden in liebevoller Handarbeit renoviert und sind heute Gasthäuser. Ich möchte dir gleich ein paar vorstellen. Dann kannst du während deinem Kinmen-Trip praktisch in einem lebenden Stück Geschichte nächtigen. Ein gutes Beispiel für Leidenschaft ist zum Beispiel das Gästehaus Kinmen Il Dor. Das B&B Goldene Insel liegt fast genau in der Mitte von Kinmen in der Nähe des Tayu-Bergs und wird von einem taiwanesisch-französischen Pärchen im Familienbetrieb gemanagt. Es hat nur sehr wenige Zimmer, ist aber umso schöner und authentischer eingerichtet. Ich habe dieses B&B bereits in meinem Travel Guide Video zu Kinmen kurz erwähnt. Ich habe eine besondere Beziehung zu Jeremy und Chichi, die das Gästehaus zusammen führen, denn als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal als Tourist auf Kinmen ankam, durfte ich tatsächlich meine erste Nacht auf Kinmen in ihrem B&B verbringen. Ganz in der Nähe findet ihr auch das Gästehaus Narrative. Dort habe ich nicht übernachtet, aber dafür habe ich dort ein komplettes Video gedreht. Der Manager Jorke hat mir nämlich erlaubt, dass ich mich dort selbst interviewen darf. Ich habe dort ein bisschen über das Leben von Kinmen gesprochen. Der Inhalt des Videos ist nicht sonderlich spannend, aber das Haus ist absolut phänomenal. Da lohnt sich auch der Besuch ohne Übernachtung. Jorke stammt ursprünglich vom taiwanesischen Festland und hat sich mit dem Gästehaus einen Traum erfüllt. Besonders spannend finde ich, dass er in dem Dokumentarfilm The Island in Between mitgewirkt hat, dem ersten taiwanesischen Dokumentarfilm, der für den Oscar nominiert wurde. Und ja, natürlich handelt der Film von Kinmen. Das dritte Gästehaus auf meiner Insel ist das Quemoy B&B im Nordwesten der Hauptinsel. Über diesen Ort habe ich in meinem Video zu den Western Style Buildings etwas ausführlicher gesprochen. Es ist etwas größer als die anderen Beispiele und sieht halt auch wirklich unglaublich gut aus. Dort trefft ihr wahrscheinlich auch auf Dodo, besser bekannt als Kinmen Kö Ai, eine auf der Insel sehr bekannte Influencerin. Sie managt das Gästehaus gemeinsam mit ihrer Familie. Das sind nur 3 Beispiele. Es gibt noch weitere Gästehäuser in Western Style Buildings, die vermitteln euch alle diesen unglaublich coolen Kinmen-Vibe. Allerdings muss ich dazu sagen, dass die meisten nicht besonders zentral liegen. Plant also eure An- und Abreise gut. Wenn ihr lieber ein Zimmer mit Vollpension und Zimmerservice möchtet, seid ihr in einem der vielen Hotels auf Kinmen wahrscheinlich besser aufgehoben. Das ist auch problemlos möglich. Die Adressen und die Facebook-Seiten der Gästehäuser findet ihr unten. Ich habe keinen Rabattcode oder sowas, also hier ist nicht gesponserter Content. Es ist wirklich meine persönliche Empfehlung. Wie angemerkt, habe ich all diese Orte besucht und ich würde wirklich vorschlagen, dass, wenn ihr nach Kinmen kommt, übernachtet in einem Western-Style-Building, zumindest für eine Nacht, um diesen Flair so ein bisschen zu erleben. Natürlich sind nur ein Teil der Western-Style-Buildings heute Gästehäuser. Die wirklich berühmten Western-Style-Buildings sind vor allem als Museen für Touristen besuchbar. Ein Beispiel haben wir in einer vorherigen Folge schon erwähnt, nämlich das Baishan Old Western Style Building oder besser gesagt, was davon übrig ist. In diesem Haus hatte die chinesische Armee im Jahr 1949 ihren Kommandoposten errichtet, den musste sie aber natürlich schon bald wieder aufgeben. Die Chinesen haben in der Schlacht von Guningtou, die letzte Schlacht des chinesischen Bürgerkriegs, verloren. Erbaut wurde das Haus im Jahr 1928 von 3 Brüdern, die auf den Philippinen erfolgreich ein Exportgeschäft für Kokosnüsse aufgebaut haben. Die Philippinen waren damals übrigens eine amerikanische Kolonie. Im Rahmen der Schlacht von Guningtou wurde das Baishan Western Style Haus stark beschädigt. Ihr könnt heute noch die Einschusslöcher erkennen und zerborstene Mauern. Es ist also ein stiller Zeuge des erbitterten Kampfes um Kinmen. Ein weiteres Highlight, wenn wir über Western Style Buildings sprechen, ist das Shueito Village. Kein einzelnes Haus, sondern wirklich ein ganzes Dorf voller Sehenswürdigkeiten. Shueito gilt als die Heimat von mehreren wohlhabenden Familien und bietet einen
faszinierenden Mix aus traditioneller Fujian-Architektur und eben westlichen Gebäuden. Wenn ihr in diesen schmalen Gassen ankommt und euch ein bisschen umschaut, spürt ihr sofort, wie viel Geschichte in dieser Siedlung steckt. Zu den bekanntesten Bauwerken gehört zum Beispiel der Daeyu Tower oder die Jinshui Grundschule und das Overseas Chinese Museum. Das gesamte Dorf steht heute unter dem Schutz des Kinmen National Parks. Es ist also ein begehbares Museum und eine wichtige Touristenattraktion auf der Insel. Zeitweise waren einige Gebäude wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Mittlerweile sollten die aber wieder zugänglich sein. Ich persönlich finde in Shueito besonders spannend, dass man sehr viel Platz hat und dass man sehr viel unterschiedliche Gebäudearten hat, eben nicht nur Western-Style Buildings. Und wenn ihr jetzt nicht die Möglichkeit habt, persönlich nach Kinmen zu kommen, es gibt online sogar eine virtuelle Tour. Den Link findet ihr ebenfalls unten in der Beschreibung. Nicht alle Gebäude auf Kinmen sind aber so aktiv gemanagt. Ein negatives Beispiel ist zum Beispiel das Chengqing Haus. Eigentlich ein sehr beeindruckendes Western-Style-Buildings, es verfällt aber zunehmend. Das Gebäude wurde im Jahr 1931 erbaut und diente später sogar als Filmkulisse. Leider hat die Zeit deutliche Spuren hinterlassen. Ich meine, dass mittlerweile der Zugang sogar komplett gesperrt ist. Ich selbst habe das Haus noch im Jahr 2002 besuchen können. Damals war das Haus noch für Besucher zugänglich. Kurz darauf, meine ich aber, wurde es geschlossen und seitdem nicht mehr geöffnet. Wie es mit dem Chengqi Western House weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Falls ihr mehr darüber wisst oder aktuelle Informationen habt, schreibt gerne einen Kommentar. Ich freue mich über die Neuigkeiten. Diese Häuser können nicht einfach so renoviert werden, weil man nicht genau weiß, wem die eigentlich gehören. Solche Gebäude gibt es auf Kinmen immer wieder. Im Zentrum von Xincheng, der Hauptstadt, steht zum Beispiel ein riesiges Anwesen, das seit vielen Jahren nur noch durch eine Art Notgerüst zusammengehalten wird. Laut den Anwohnern ist das Erbe ebenfalls nicht genau geklärt. Die Erbauer sind vor Jahren verstorben und die Nachkommen lassen sich eben nicht ausfindig machen. Jetzt kann die Stadtverwaltung oder die Inselverwaltung nicht ohne die Zustimmung der Erben die Häuser renovieren. Das wäre ja eine Art Enteignung. In dem Fall liegt das Haus aber mitten im Ortskern und der Verfall wird zunehmend auch eine Gefahr für die angrenzenden Gebäude. Deshalb wurde eben dieses Gerüst angebracht und in diesem Zustand befindet sich das Gebäude schon seit sehr vielen Jahren. Deshalb ein Takeaway an dieser Stelle: Nicht alle Western-Style-Buildings sind Touristenattraktionen. Ein gutes Beispiel habe ich noch und ich glaube, das ist wohl das größte Western-Style-Haus auf Kinmen. Und ja, es ist auch definitiv eine echte Touristenattraktion. Ich spreche vom Chengqinglan Western Style House oder Western Style Mansion. Das gesamte Areal umfasst mehr als 1600 Quadratmeter inklusive eigenem Strand. Den Strand habe ich bereits in der 3. Episode dieses Podcasts erwähnt. Erbaut wurde die Villa von Chengqinglan, der in Singapur sehr reich geworden ist. Heute ist das Gebäude ein echter Touristenmagnet. Im Inneren findet man Fotos der Erbauerfamilie, einige Bilder von Theresa Tang und sogar ein kleines Café. Die prunkvolle Fassade lässt großen Reichtum vermuten, doch im Inneren erkennt man schnell, dass das Gebäude auch zeitweise als Schule oder als Militärkrankenhaus genutzt wurde. Von außen wirkt das ganze Gebäude wie ein riesiger Palast, dagegen ist die Inneneinrichtung schon wirklich schlicht. Man widmet aber den Erbauern viel Raum. Sie haben eine eigene Ausstellung, die mehr über den Lebensweg und die Geschichte der Familie erzählt. Trotzdem halten sich die meisten Besucher und Besucherinnen eher außerhalb des Hauses auf und nutzen eben die Außenfassade als Fotomotiv. Auch das Café im Inneren ist eher schwach besucht. Mich hat das so ein bisschen getriggert, weil ich so ein bisschen komisch war. Diese unglaublich krass mächtige Außenfassade,
die auf einen sehr großen Wohlstand vermuten lässt. Und innen drin ist dann alles so ein bisschen schlicht und einfach. Aber scheinbar war es echt eine Priorität, die Familiengeschichte dort darzustellen. Und deshalb habe ich mich vor einiger Zeit schon auf den Weg nach Singapur gemacht und wollte mehr über die Geschichte der Kinmenesen in Singapur herausfinden. In Singapur gibt es nämlich ein Quemoy-Haus in der Amoy Street. Quemoy ist der Minenname für Kinmen und Amoy ist der Minenname für Xiamen. In dieser Straße haben also viele Siedler aus der Region gelebt und ich habe mir das mal angeschaut. Und ich kann euch sagen, dass die Häuser in der Amoy Street weit wesentlich prunkvoller waren, als ich gedacht habe. Es ist eher eine einfache Gegend. Die Häuser passen nicht so wirklich zu dem Reichtum, den die Western-Style-Bauten auf Kinmen ausstrahlen. Ich würde persönlich sogar so weit gehen, zu sagen, dass die Kinmenesen im Ausland wirklich einen Großteil ihres Verdienstes zurück nach Kinmen gesendet haben, dass aber ihr Lebensstil in Singapur zumindest deutlich bescheidener war, als die prachtvollen Villen auf Kinmen es vermuten lassen. Aber das ist natürlich nur mein persönlicher Eindruck. Aber natürlich genau deshalb lohnt sich der Besuch der Villa auf Kinmen. Schaut euch die Western Style Buildings an. Es gibt noch wesentlich mehr Informationen online. Ihr könnt euch damit wochenlang beschäftigen. Ich würde vorschlagen, dass ihr euch zumindest einen Tag rausnehmt, wo ihr sagt, wir schauen ein bisschen auf die Western Style Buildings von Kinmen. Ich würde gern noch viel mehr über die Geschichte der einzelnen Gebäude reden. Ich würde gern viel mehr recherchieren, aber meine Zeit ist limitiert. Ich habe euch in dieser Folge eine Handvoll von Western Style Buildings vorgestellt. Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen was für euch mitnehmen und ich hoffe natürlich, dass ihr nach Kinmen kommt und dann auch in einem Western Style Building übernachtet. Das sind absolute Touristen-Hotspots. Und trotzdem gibt es noch so viel mehr zu sagen, aber dazu kommen wir in dieser Episode nicht mehr. Danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr lasst einen Like da. In der nächsten Episode sprechen wir über Xiao Jinmen, die kleinere Hauptinsel, die so oft übersehen wird. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin viel Spaß und tschüss. Thank you so much for watching. Hope to see you soon. Like and subscribe.